Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video bei Mel B. Channeling. Heute geht es um den Rollentausch bei Dualseelen, Tauschenden, der sogenannte Gefühlsklärer und die sogenannte Loslasserin während des Prozesses die Rollen. Und um das Ganze ein bisschen zu beleuchten, benutze ich heute einfach mal hier die Karten der Liebe von Chuck Spezzano und wir gucken uns an, was es denn mit diesem Rollentausch genau auf sich hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dem nachfolgenden Video. So, ich mische jetzt erstmal die Karten durch und da haben wir auch schon die erste Karte. Das wäre die Karte Kontrolle und da geht es dann tatsächlich auch schon los, denn du selbst bzw. dein Ego steckt dich in die Schublade der Loslasserin und deine Dualseele wird in die Schublade des Gefühlsklärers gesteckt. Und damit hat das Ego dich auch schon unter seiner Kontrolle, denn damit siehst du deine Dualseele als getrennt von dir. Und das macht das Ego halt so, weil es dir in dem Fall vorgaukelt, dass es hier um deine Selbstliebe geht, dass du vollkommen in deinem Herzen und in deiner Selbstliebe bist und den anderen einfach nur gehen zu lassen brauchst. Jetzt ist es jedoch so, dass ihr beide ja eins seid. Also deine Seele ist gleichzeitig in zwei physischen Körpern inkarniert. Einmal als die Inkarnation deiner göttlich-weiblichen Energie und einmal als Inkarnation deiner göttlichen männlichen Energie. Ganz egal, welche äußere Geschlechtsform dein Körper angenommen hat. Um jetzt daraufhin zurückzukommen, können denn irgendwann die Rollen tauschen? Manche sagen ja, manche sagen nein. Und ich sage ja. Denn dieser Tausch ist nichts anderes als ein energetischer Switch, der dir deine eigenen verborgenen Anteile nochmal aus einer anderen Perspektive zeigt. Das kann zum Beispiel sein dein eigenes Thema der Eifersucht. Also wo kommt deine Eifersucht genau her? Und du siehst es quasi innerlich nochmal, wenn du deine Arbeit schon weit, und damit meine ich wirklich weit, gemacht hast. Doch wozu dient dieser Rollenwechsel denn jetzt? Das ist zum einen, du lernst dich selbst, also dein wahres Selbst, noch besser kennen. Und zum anderen ist es dir so möglich, auch vieles, was dir bisher eben nicht klar war, was deine eigenen Themen betrifft, zum Beispiel wie hier das Thema der Eifersucht oder auch das Klammern und Festhalten an deinem geliebten Herzensmenschen, aus einer anderen Perspektive zu sehen, nämlich aus der Perspektive deiner Dualseele. Und so lernst du nicht nur dich selbst nochmal von einer ganz anderen Seite besser kennen, sondern auch deine Dualseele. Und du kannst so erkennen, dass ihr tatsächlich niemals, nie, und wenn ich sage nie, dann meine ich nie, voneinander getrennt gewesen seid.
Denn du verstehst die Spiegelwirkung noch besser. Du kannst erkennen, welche Geschenke deine Dualseele dir für deine ganz persönliche Entwicklung tatsächlich gemacht hat. Und du kannst auch sehen, gucken wir mal, was als nächstes kommt. Genau, du kannst als nächstes auch sehen, wie dein Ego dich in dieser Besonderheit, nämlich in deinen eigenen Illusionen, die du aufgenommen hast, übernommen hast von anderen, aus deiner Kindheit, von deinen Eltern, von sozialen Einrichtungen und Systemen, wie dein Ego das tatsächlich benutzt. Und dein Ego möchte das natürlich nicht, denn die Illusion dessen, was du glaubst zu sein und wer deine Dualseele ist und wie die Welt hier funktioniert, die soll ja schließlich aufrechterhalten werden. Und durch diese Desillusionierung, die nochmal ein Stück weit mehr zutage tritt, durch diesen Rollentausch von dem sogenannten Gefühlsklärer und Loslasser oder umgekehrt, verliert dein Ego immer mehr an Macht über dich. Denn die Sicht, dass der eine der Loslasser ist und der andere der Gefühlsklärer, ist nur ein weiteres Ablenkungsmanöver deines Egos. Und dein Ego hält sich, hält sich krampfhaft daran fest. Wo haben wir die Karte? Hier festhalten, denn das Ego hat natürlich Angst zu sterben. Weil was hätte es denn sonst noch zu sagen? Und wozu das Ganze dann noch dient, denn dein Ego sagt ja, der andere, der hat dies und jenes getan und das hat er nicht getan. Der andere hat sich so und so verhalten, der andere ist das Problem. Ich bin das Opfer dieses Verhaltens oder des unterlassenen Verhaltens. Und damit zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich die Opferhaltung, in der dein Ego dich gefangen halten möchte. Nämlich, es spiegelt dir, oder die Außenwelt und deine Dualseele spiegelt dir da wieder, dass du ja nicht gewollt bist. Und wenn du nicht gewollt bist, dann bist du natürlich das Opfer aller Umstände und auch das Opfer deiner Dualseele. Und ganz ausgebufft ist das Ego dann, wenn es das Ganze dann rumdreht. Das macht es nämlich dann auch und sagt, naja, das hält dich dann gefangen und sagt dann, ich bin besser als der andere. Weil du ja dann die sogenannte Loslasserin oder der sogenannte Loslasser bist und der andere eben der Gefühlsklärer, der mit seinem Leben nicht klarkommt und mit seinen Gefühlen nicht klarkommt und. Signalisiert dir dein Ego deine eigene Selbstbefangenheit damit, denn es macht dir weiß, ich bin besser als der andere. Nur, dass du in dem Fall dann nicht deinen eigenen Spiegel erkennst. Ja, das Ego will immer etwas Besonderes sein. Und statt etwas zu geben, will es lieber etwas haben. Und dein Ego verurteilt und bewertet, also zeigt also mit dem Finger auf den oder die andere. Ja, sagt, der und der hat das und das gemacht, der und der hat das nicht gemacht.
Ja? Damit klammerst du dich an der Illusion deines Egos weiter fest. Und was dein Ego nicht erkennen kann, und in dem Fall, wenn dein Ego dich noch sehr, sehr im Griff hat, dass dein Ego ständig am Verurteilen und Bewerten ist. Und dein Ego oder du zeigst mit einem Finger auf den anderen und vergisst dabei, dass immer 4 Finger auf dich selbst zeigen. Und oft ist es ja so, dass dann gesagt wird, ja, aber ich habe keinen Kontakt mit meiner Dualseele, ich bekomme gar nichts mehr gespiegelt. Auch das ist ein Trick von deinem Ego, denn du brauchst tatsächlich noch nicht mal die physische Anwesenheit deiner Dualseele dazu, denn deine Umwelt spiegelt dir das ganz genau so wider. Vielleicht nicht ganz so hart wie deine Dualseele, wobei hart der falsche Ausdruck ist. Ich würde mal sagen, direkt, es ist halt eben der klarste Spiegel. Ja? Und wenn dir im Außen Dinge auffallen, die dir nicht gefallen, also wenn dir nicht gefällt, was du siehst, dann ist es eben an der Zeit, nach innen zu gehen und dir anzugucken, was es genau ist. Nämlich die Illusion der Trennung zu erkennen, ja, und aufzulösen, deine Gedanken genauestens zu beobachten und zu verändern, ja. Und in dem Fall geht es ganz klar um die Kommunikation mit dir selbst, mit deinen eigenen Gedanken, deinen eigenen Gefühlen, ja, sodass du die Illusion der Getrenntheit erkennen und auflösen kannst. Es geht darum, dich mit dir zu verbinden, deine Gedanken genauestens zu beobachten, in welcher Situation denke ich was, in welcher Situation fühle ich mich wie und worauf könnte diese Situation mich denn hinweisen? Denn das tatsächlich, das ist Zärtlichkeit und Liebe für dich selbst, Selbstliebe. Ja? Du erkennst dadurch deinen eigenen Wert. Du lernst dadurch, dich der Wahrheit zu stellen, so unangenehm das auch sein mag und so wie deine Dualseele versucht, sich geschickt aus der Affäre zu ziehen, ja, und sich diese Themen nicht anzugucken, wegzuschauen, ja. Oft äußert sich das im klassischen Rückzug deiner Dualseele, ja, genau so machst du das auch. Denn wenn du dir das alles nicht anguckst, dann lenkst du dich von dir selbst ab und das Ergebnis dessen ist, dass deine Dualseele sich dann im Außen ablenkt. Also so wie du mit deiner Aufmerksamkeit überall sonst bist, machst vielleicht hier noch eine Ausbildung, da noch eine Ausbildung, hier noch eine schamanische Reise, da noch eine schamanische Reise. Machst alles Mögliche im Außen, gehst vielleicht noch Party machen und. So macht deine Dualseele das auch. Und der Rollentausch ist in erster Linie energetisch, so wie übrigens alles im Dualseelenprozess. Und wenn dir jemand sagt, du musst nur jeden Tag irgendwelche Affirmationen machen, ein bisschen rummeditieren, in deine weibliche Energie kommen, während du dann genüsslich noch irgendwelche Orakel guckst, auch wenn es nur einmal im Monat
oder einmal in der Woche ist, ja, ein bisschen guckst, was bei der sogenannten Schlange-Sache ist und in welchen Problemen deine Dualseele hängt. Da wird mir schon ganz schwindelig, wenn ich davon nur spreche. Dann brauchst du dich nicht zu wundern, weshalb du nicht vorankommst. Und ich bin nicht hier, um das zu verurteilen. Im Gegenteil, ich war da selbst mal alle mögliche und unmögliche Scheiße, um das mal ganz klar so zu sagen, die habe ich mitgenommen und versucht. Und solange dir das aber noch gefällt, also da, wo du jetzt bist, naja, und du sagst, ja, es ist ja ganz in Ordnung da und naja gut, wir sind halt nicht zusammen und naja, da sind die Rückzüge und ja, ich kriege halt keine Antworten auf meine WhatsApp-Nachrichten und naja, der ist noch verheiratet, er oder sie, bla 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 bla, also alles, was es da so gibt. Naja, solange gefällt es deiner Dualseele eben auch da, wo sie ist. Denn das ist die eigene Komfortzone des Egos. Und wenn du das verändern möchtest, dann weißt du ja, wo alle Infos zu finden sind. Und wenn du es bis hierhin jetzt geschafft hast, Hut ab und kommentier doch gerne mal oder lass ein Herzchen da oder ein Like. Und ja, wenn du den Weg weitergehen willst, dann dient er dir, dich ganz neu zu verlieben. Und du wirst erkennen, dass diese Liebe weit, weit, weit über die klassische Partnerschaft oder auch Seelenpartnerschaft hinausgeht. Denn das Ganze ist weit, weitaus größer, als du jetzt erkennen kannst. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Tag bei allem, was du machst. Von Herzen alles Liebe, deine Mel.